Hallo meine Lieben, heute habe ich ein Video für euch, was ich schon sehr, sehr lange vor mich herschiebe, weil, naja, yay, Laserputzen. Ja, aber es gibt halt einfach Sachen, die man machen muss, und weil das eben wichtig ist, wollte ich trotzdem eben auch ein Video dazu machen, weil ihr habt mir auch schon sehr viele Fragen gestellt. Und naja, gleich nach dem Intro werde ich euch auch zeigen, was passieren kann, wenn ihr das eben nicht macht. Ich habe hier Beispielbilder von einem M1, der eben nicht gereinigt wurde und aber sehr intensiv verwendet wurde. Das heißt eigentlich nicht mehr als quasi Hobby, sondern da wurde wirklich eine große Anzahl damit gelasert. Und das hier zum Beispiel ist hinten die Lüftung von innen angesehen. Das ist der Teil, wo die Lüftung, wo der Lüfter quasi war. Das heißt, wir haben hinten die ganze Abdeckung weggenommen und das sah dann innen drin so aus. Oder auch, das ist die andere Seite, wo quasi das Motherboard drin sitzt. Auch da hat sich quasi der ganze Dreck oder die ganzen Sachen, die sonst eigentlich abgesogen werden oder die man eben reinigt, ja, haben sich da gesammelt und so sah das Motherboard aus. Also ihr seht keine schönen Bilder und ja, für diejenigen, die jetzt sich schon dran machen und irgendwelche negativen Kommentare schreiben, könnt ihr gut sein lassen, weil wenn ich irgendwelche Kommentare sehe, die respektlos sind gegenüber mir oder auch gegenüber anderen, dann lösche ich die auch wieder, weil ich finde, sowas ist völlig unnötig und ja, mag ich halt einfach auch nicht. Von dem her könnt ihr gleich sein lassen, weil ich finde es ganz ehrlich gesagt extrem nett, dass ich diese Bilder überhaupt zur Verfügung gestellt bekommen habe, dass ich euch die hier zeigen kann. Und ja, das Problem hier war halt einfach, der Laser hat dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert und hier habt ihr dann auch keinen Garantiefall, weil ihr das Gerät schlicht und ergreifend nicht gewartet habt. Von dem her, damit sowas nicht passiert, gucken wir uns an, wie ihr euren Laser regelmäßig reinigen könnt. Was ich zum Reinigen verwende, ist einerseits den Staubsauger. Ich habe den hier natürlich nicht mit aufs Bild gebracht, aber das ist was, wo ihr den gröbsten Dreck einfach mal rausputzen könnt. Ich habe einen größeren, wo ich aber vorne ein kleines Rohr habe, damit ich da in den Laser quasi reinkomme. Noch bequemer, und das werde ich mir auch noch bestellen, sind so kleine Akku-Staubsauger, so die wirklich klein sind und die man zum Beispiel in der Autoreinigung verwendet. So einen werde ich mir noch besorgen, dann geht es noch ein bisschen einfacher, um quasi, damit man nicht jedes Mal den Staubsauger hervorholen muss. Dann ein wichtiges Element ist Isopropanol und ich habe das hier einfach so ein kleines Glas abgefüllt, damit ich ein bisschen besser damit arbeiten kann. Hier würde ich darauf achten, dass ihr 99%iges Isopropanol habt, weil wenn ihr nur zum Beispiel 70% habt, dann wisst ihr nicht, was der Rest davon ist und dann kann es teilweise so Schmieren geben. Das ist dann auch nicht wirklich hilfreich. Von dem her hier, ich habe 99%iges Isopropanol. Schwieriges Wort, genau. Und das Schöne bei dem ist, wenn ihr damit reinigt, es reinigt es gut, es ist auch wunderbar, um die Linse zu reinigen und das Ganze verflüchtigt sich dann. Da müsst ihr einfach darauf achten, wenn ihr Sachen wieder zusammenbaut, dass ihr zuerst drauf guckt, dass das Ganze verflüchtigt oder sich verflüchtigt und dann erst alles wieder zusammenbaut. Hier natürlich, das ist nicht ungefährlich, das zu benutzen. Somit auf jeden Fall Brille tragen, weil sowas darf nicht in die Augen kommen. Deshalb bin ich auch kein Fan davon, wenn man das irgendwie so in eine Spraydose oder eine Sprühdose rein macht. Ja, ich würde es wirklich einfach so machen und dann natürlich auch so aufbewahren, dass niemand daran kommt, der nicht weiß, wie man mit so einer Flüssigkeit umgeht. Sie ist auch stark entflammbar und was ich auch mache, ich verwende jeweils Handschuhe, wenn ich das Ganze reinige, dann haben wir auch das erledigt.
Ich werde euch unten den Link reinmachen, wo ich das in der Schweiz kaufe. Das ist bei Gestärker und ich weiß nie, wie man das richtig ausspricht. Aber es ist ein Shop, wo man Künstlerbedarf Sachen kaufen kann. Von dem her, wenn ihr in Deutschland oder in Österreich seid, guckt vielleicht mal so in so einem Online-Shop, ob ihr da was findet. Genau, das. Dann auch wichtig, Wattestäbchen. Dann habe ich noch einen Pinsel mit weichen Borsten, weil man muss wirklich auch so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man den Laser reinigt. Und dann habe ich hier Baumwolltücher, das heißt, ich nehme hier einfach jeweils alte T-Shirts und schneide mir da entsprechende Lappen zurecht. Das ist das, was ihr braucht. Jetzt habt ihr sicher auch die Frage, ja, wie oft muss ich denn was reinigen? Ich mache das so, also bei allen 3 Lasern, ich werde es euch zeigen mit dem F1, ich werde es euch zeigen mit dem S1 und mit dem M1. Mache euch dann unten ein Kapitel rein, damit ihr auch zu dem Gerät springen könnt, was ihr habt und was ihr reinigen wollt. Genau, und von der Häufigkeit her eben oberflächlich reinigen mache ich eigentlich jedes Mal, wenn ich den Laser benutzt habe. Dann ist er auch immer schön frisch und gereinigt fürs nächste Mal, wenn ich den nutze. Und die Tiefenreinigung, das kommt echt super stark darauf an, also was ihr damit lasert, wie oft ihr lasert oder wie regelmäßig, wie lange, was für Material ihr eben lasert, weil zum Beispiel MDF, da hat es ziemlich viel Leim auch drin, der dann Rückstände bilden kann. Das ist so ein Beispiel. Oder zum Beispiel Stempelgummi. Da mache ich tatsächlich nach jedem Mal, wenn ich Stempelgummi lasere, mache ich eine komplette Reinigung, weil der Staub geht echt überall rein. Genau, und es ist auch ein bisschen davon abhängig, ob ihr einen Air Assist habt oder nicht, weil der Air Assist bläst quasi das Ganze auch noch mal so ein bisschen durch, gerade auch beim Laserkopf. Ja, das hilft auch ein bisschen, damit ihr da ein bisschen weniger oft reinigen müsst. Wenn ihr noch mehr wissen wollt als das, was ich euch heute zeige, da könnt ihr natürlich auf die Xtool-Seite gehen. Da findet ihr auch noch mehr Informationen dazu. Ich würde sagen, ich starte mit dem einfachsten, dem F1, gehe dann rüber zum S1 und dann kommen wir am Schluss noch zum M1. Und ja, zeige euch das eins nach dem anderen, wie ihr eben die reinigen könnt. Das allererste, was ich hier mache, ist natürlich Strom raus. Hinten, ich nehme auch den USB, den Sicherheitsschlüssel raus. Und dann habe ich auf jeden Fall auf dem Laserkopf auch die Abdeckung drauf. Ne, die bleibt im Moment noch drauf, weil die Linse ist das, was ich immer am Schluss reinige. Und das, was ich jetzt mache, ist quasi hier einfach beim Rohr. Das sieht das bei mir eigentlich noch relativ sauber. Es ist noch nicht so viel genutzt worden. Von dem her ist jetzt der Vorher-Nachher-Effekt nicht so groß, aber es geht einfach darum, damit ihr seht, was ich mache. Und da mache ich es so, dass ich einerseits natürlich die Fläche kurz absauge, dann hier beim Lüfter von vorne, von hinten und hier auch den vorderen und hinteren Teil vom Abluftrohr werde ich kurz einfach das alles aussaugen. Dann für die weiteren Schritte gucke ich da drauf, dass ich diese Platte rausnehme, weil wenn ihr den bewegt und die dann irgendwie oben gegen die Linse knallt, das ist immer so ein kleiner Gefahrenfaktor. Von dem her nehme ich die einfach mal raus und lege die nebendran hin. Und das muss ich jetzt heute nicht machen, aber speziell nach dem Stempel reinigen habt ihr das Ding, dass hier bei diesen Rillen, dass sich da wunderbar auch gerne eben von dem Staub vom Lasergummi sammelt. Da nehme ich jeweils einen Pinsel und gehe da noch quasi hier rein, damit ich das wirklich alles erwische und sauge das so jeweils raus. Dann gucken wir uns die Lüftung an. Da könnt ihr hinten, hat es 4 Schrauben, die könnt ihr rauslösen. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain.
wenn ihr die Abdeckung wegnehmt, dann flutscht der hier eigentlich schon raus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus bei mir. Jetzt hier einfach aufpassen, das Kabel, ne, dass ihr da nichts verletzt. Und jetzt kommt eigentlich schon auch das Wattestäbchen und das Isopropanol in den Einsatz. Tunke ich da einfach ein bisschen rein. Und dann kann man, ich halte den hinten mit dem Finger, halte ich den fest, dass der sich nicht dreht. Und dann könnt ihr hier eben wunderbar die einzelnen Teile des Ventilators wunderbar mit diesem Wattestäbchen reinigen. Und ich gehe da auch einmal, also ich drehe das so, dann kann ich auch die Außenwand wunderbar reinigen. War doch schon auch ein bisschen dreckig. Dasselbe mache ich hier auch noch von der anderen Seite. Wie immer auf das Kabel immer noch aufpassen. Kann ich das auch so ein bisschen festhalten und die andere Seite von diesen Propellern reinigen. Bei mir war das jetzt noch so sauber, dass ich fast nicht sehe, was ich gereinigt habe und was nicht. Gutes Zeichen. Genau. Das, was ich mit dem Wattestäbchen mache, drücke jetzt die andere Seite auch noch rein. Weil hier hinten habe ich auch einen Bereich bei diesen Stäben, wo ich fast nicht hinkomme mit dem Tuch. Das heißt, alle kleinen Teile quasi, die reinige ich mit dem Wattestäbchen. Und das, was dann geht, reinige ich dann mit dem Tuch. Muss nicht super nass sein, sondern einfach so ein bisschen feucht. Und dann kann ich hier die restlichen Bereiche eben Kabel aufpassen. Kann ich die wunderbar auch noch reinigen. Die andere Seite auch noch kurz. Und da gucke ich jetzt eben, dass ich da den Alkohol oder das Isopropanol ein bisschen, dass sich das verflüchtigt. In der Zeit kann ich den hier auch noch reinigen. I'm a weary pirate and my heart is made of dust and grain. Der war doch ein bisschen dreckiger schon. Und was ich auch gleich machen kann, ist hier den Anfangsbereich vom Rohr. Kann ich auch gleich reinigen. So. In der Zeit hat sich das Isopropanol verflüchtigt. Und wenn ihr das hier alles gemacht habt, dann könnt ihr den wieder so einsetzen, wie ihr den rausgenommen habt. Das Teil hier wieder drauf machen. Und dann auch wieder festschrauben. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you... Jetzt als nächstes reinige ich die Linse. Dazu nehme ich die Abdeckung weg. Und dann nehme ich hier eine wirklich schön saubere Stelle. Bei den anderen Lasern machen wir das mit dem Wattestäbchen, aber da ich hier einen großen Bereich habe, die Abdeckung ist ja quasi so groß, könnt ihr hier eben mit dem Tuch die reinigen, schön vorsichtig, gucken, dass ihr schön auch in die Kanten reingeht. Immer super als Frau mit Fingernägeln. Dann nehme ich eine trockene Stelle oder eine saubere, untrockene Stelle und reinige das nochmal nach. So, dass die wirklich wunderbar sauber ist. Und auch hier gucke ich kurz, lasse es kurz ein bisschen stehen, damit sich das Isopropanol verflüchtigen kann. Und dann können wir einfach hingehen und den Rest des Lasers noch reinigen. Das heißt, hier die ganzen Abdeckungen. Ich lege hier jetzt den Deckel drauf, auf jeden Fall. Und dann kann ich hier den Rest auch noch reinigen. Come and run away with me. Hey, won't you come?
Say by chance, don't you want a man who... So, und dann ist der eigentlich schon wieder wunderbar gereinigt und einsatzbereit. Und wie gesagt, das Ganze mit rausschrauben, das mache ich natürlich nicht jedes Mal, sondern was ich jedes Mal mache, ist, dass ich, also wenn ich fertig bin mit Lasern, reinige ich oben die Linse, plus hier eben das Bett, gucke ich, dass ich das alles gereinigt habe. Und ja, dann ist er beim nächsten Mal, wenn ich den verwende, eigentlich schon gereinigt. Und den Rest, den mache ich einfach so nach Erfahrungswert, eben je nachdem, wie viel ich lasere und was ich gerade lasere, gehe ich dann auch noch hin und mache eben diese Tiefenreinigung. Bei der Filterbox, da guckt ihr einfach euch oben an, wie verdreckt der erste quasi Filter ist. Und den könnt ihr wunderbar auch austauschen. Und ja, dann müsst ihr euch quasi die Angaben von Xtool angucken, wo dann gezeigt wird, wie häufig man auch dann den unteren Filter austauschen muss. Und das war eigentlich auch schon alles, was wir mit dem F1 machen müssen, um den zu reinigen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Laser, dem S1. Und bevor ich hier irgendetwas mache, ist, dass ich das Wabengitter rausnehme. Ihr seht, das muss definitiv gereinigt werden bei mir, aber das mache ich dann zu Hause. Und zwar ganz einfach mit Backofenspray und einer Bürste. Und lasse es ein bisschen einweichen und dann bürste ich das so ein bisschen raus und spüle das wieder aus, lasse es trocknen. Und erst wenn es komplett trocken ist, nach 24 Stunden, lasse ich das in der Regel einfach mal stehen, kann ich das wieder verwenden. Nachdem das raus ist, kommen wir zum Laserkopf, weil für die erste Reinigung nehme ich den einfach mal raus. Das heißt, als allererstes hier auf der Seite nehme ich den Stromanschluss quasi raus. Das ist einmal den Schlauch. Geht es ein bisschen einfacher, an diesen Stromanschluss zu kommen. Und dann hier auch den Abstandhalter, der muss raus. Und dann können wir das Modul hier oben ganz einfach rausnehmen. Das Reinigen von dem Modul zeige ich euch nachher separat. Und was ich jetzt als allererstes mache, ist einfach alles mal oberflächlich reinigen und raussaugen, dass da wirklich alles schon mal so oberflächlich sauber ist. Dann gehen wir hier kurz auf die Rückseite und ihr seht, ich habe natürlich die ganzen Stromkabel und alles rausgenommen. Das Einzige, was im Moment dran ist, noch der Air Assist. Und dann kann ich hier die Abdeckung vom Filter abnehmen. Find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins. I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. So I said. Und dann kann ich den hier auch vorsichtig rauslösen. Der sieht jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen dreckig aus, von dem her sauge ich das ganz kurz ab, auch hier. Und dann reinige ich das auch mit dem Isopropan. Natürlich auch hier wieder auf die Kabel achten, dass ihr da nichts verletzt. Und dann reinige ich auch hier kurz dieses Teil auch mit diesem Tuch noch ab. So, die Sachen müssen nicht aussehen, als ob sie komplett neu wieder wären, aber ja, sauber sollten sie halt sein.
Und auch hier mache ich das natürlich so, dass das Isopropan sich zuerst verflüchtigen kann und erst danach werde ich das Ganze wieder montieren. Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And say by chance, don't you want a man who fully understands, So I said, hey. Das war das. Und der Filter, das ist eigentlich dasselbe wie beim F1. Da müsst ihr einfach gucken, dass ihr oben den, wenn er voll ist, dass ihr das austauscht, der oberste Teil und die Filterboxen nach den Angaben von Xtool. Und dann gehe ich natürlich hin und reinige hier den ganzen Innenbereich plus die Scheibe auch noch, damit das auch wieder alles schön aussieht und sauber ist. Dann was ihr auch machen könnt, wenn ihr merkt, dass die Führung nicht mehr so sauber läuft. Wir haben ja hier eine Stange, plus wir haben hier oben eine Stange, plus hier auf beiden Seiten haben wir auch eine Stange. Dann könnt ihr die reinigen. Ich mache das jetzt heute einfach mal, um das euch zu zeigen. Ich gehe hier rüber, dann reinige ich es von der Seite, die obere Stange natürlich auch, plus hier die Stange auch. War schon auch dreckig, muss ich sagen. Ne, da sammelt sich durchaus Zeug drin. Und für die sich schon lange gefragt haben, für was denn dieses Peng Sheng genau ist, was da drin ist. Und Achtung, innen drin hat es noch, ihr müsst es zuerst aufschrauben, dann hat es so eine Metallabdeckung drin. Ich nicht, ich habe es schon gemacht, aber oben muss ich das jetzt noch aufdrehen oder den runterkriegen. Und dann gibt ihr hier auf beiden Seiten wirklich nicht viel. Das braucht wirklich nicht viel. Wenn da was rauskommt. So. Ihr werdet es ja wahrscheinlich noch nicht mal sehen. Ich gebe da wirklich nur so ein paar Punkte. Plus auch auf die obere Schiene. Und es natürlich auf beiden Seiten. Und dann könnt ihr mit dem Kopf einfach so ein paar Mal hin und her. Und damit verteilt ihr das Ganze auch schon. Damit der dann wieder sauberer auf der Schiene drauf läuft. Und dasselbe machen wir auch mit der Schiene hier drüben. Das heißt, ich gebe hier vorne so ein bisschen drauf. Und dann auch hinter dem Modul so ein bisschen. Wie gesagt, es braucht wirklich nicht viel. So. Und dann könnt ihr dasselbe mit dem machen, dass ihr den einfach so ein paar Mal nach hinten und nach vorne schiebt, damit sich das Schmierfett quasi schön verteilt. Und dann kann das auch schon wieder weg. Das heißt, das reicht wirklich für eine lange Zeit. Jetzt, bevor wir noch zum Lasermodul gehen, habe ich hier noch was anderes. Kurz gucken, wie ich euch da hinnehme, damit ihr das dann auch seht. Dieses Teil hier, was so quasi wie ein, also steht von zwei Seiten quasi so weg in die Richtung. Und das ist quasi der Sensor, wo der Laserkopf dann merkt, bin ich wieder auf 0,0 Position auf der X- und Y-Achse. Da geht ihr einfach rein, auch wieder mit dem Isopropanol und reinigt es auch. So, und dann würde ich sagen, können wir auch schon rübergehen zum Lasermodul. So, jetzt haben wir wieder so ein bisschen eine andere, angenehmere Position, um euch das Ganze zu zeigen. Das ist eben jetzt das 40 Watt Lasermodul und wir können das von zwei Seiten reinigen. Eines ist der Laserkopf und da könnt ihr hier
diese Verschräbung runternehmen oder beides miteinander. Geht sehr wahrscheinlich am einfachsten, jawohl. Das heißt, dieses Teil kann weg. Dann können wir hier das vom Schlauch lösen. Schlauch können wir können stehen lassen, das passt schon. Und das ist unsere Linse. Und ja, da jetzt wirklich vorsichtig das dann reinigen. Ich gehe aber zuerst zu diesen Teilen hier. Dann kann ich die schon mal reinigen. Jo, war doch schon ordentlich dreckig. Und innen drinne mache ich das mit einem Wattestäbchen. Innen drinne war es nicht wirklich dreckig, gutes Zeichen. Dann kann ich das hier noch reinigen. MDF lässt grüßen. Innen drinne auch nicht dreckig, wunderbar. Dann können wir hier auch kurz das Teil reinigen. Ich bin extrem vorsichtig jetzt, weil also es ist eine Doppelsicherung quasi, das könntet ihr ja auch noch abschrauben und den unteren Teil der Linse auch noch reinigen. Mache ich jetzt aber heute nicht. Schlauch auch noch kurz so ein bisschen reinigen, damit das ein bisschen schöner aussieht. Haben wir hier auch gleich alles erledigt. So, und da wo ich nicht hinkomme, respektive jetzt die Linse, auch wieder Isopropanol und wirklich vorsichtig, nicht mit Druck drauf, sondern hier einfach die Linse reinigen. Und ich reibe das jeweils auch noch kurz gleich ein bisschen trocken. So, dass die wirklich wieder schön sauber ist. So, dann kann hier auch schon der Schlauch wieder dran. Das hier drauf. Und das Teil, also es sind beide ja magnetisch. Falsche Seite, weil hier hinten muss ja der Schlauch raus. So, dann sitzt es schon wieder. Und ich kann hier auch noch mal so ein bisschen drüber, wenn ich noch nicht 100%ig zufrieden bin damit. So, das war schon mal eine Seite. Dann kann ich das umdrehen. Und dann habt ihr hier oben 4 Schrauben, die ihr lösen könnt. Jetzt der kleinere Schraubenzieher. Moment. So, das sind die richtigen. Respektive, bevor ich das mache, sorry. Immer ratsam, zuerst kurz die Oberfläche ein bisschen zu reinigen. Weil wir wollen es ja dann nicht im Schluss machen und dann den ganzen Dreck wieder reingeben. Können wir hier gleich schon mal zack, 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 zack. Einfach so ein bisschen. Und dann hier die Schrauben auslösen. Und ich lege das Ganze jetzt natürlich nicht auf den Laserkopf drauf, sondern halte das in der Luft fest. Können wir uns gleich auch schon um das hier kümmern, damit die Rückseite auch schön gereinigt ist. Okay, war notwendig. Und jetzt haben wir hier 2 Lüfter, die können wir auch noch rauslösen. Und die sind jeweils nur hier mit Schrauben befestigt. Die beiden äußeren haben keine Schrauben drinnen, nicht, dass ihr denkt, hups, ich habe verloren, sondern die sind tatsächlich auch nur auf der Seite mit Schrauben befestigt. Dann hebe ich die so ein bisschen raus und reinige die auch mit frischen Wattepads oder Wattestäbchen, wollte ich sagen.
Auch wieder auf das Kabel aufpassen, dass ihr das hier nicht beschädigt. Auch hier wieder einfach im Kreis laufen lassen, dann habt ihr schon mal die Außenwand. Und dann die ganzen einzelnen Blätter. Und das Ganze natürlich dann auch noch von der anderen Seite. Und da wo der Kleber ist, das geht nach innen. Ne? Und dasselbe wiederhole ich jetzt quasi mit dem zweiten. Und auch hier natürlich, bevor ihr das dann wieder komplett einbaut, guckt da wirklich drauf, dass das Isopropan sich verflüchtigen kann. Und dann könnt ihr da auch noch ein bisschen reingucken, da wo ihr ran kommt, könnt ihr das auch immer noch mit Wattestäbchen so ein bisschen reinigen. You're a lonely sailor and your soul is made of wind and rain. Hier wirklich vorsichtig damit arbeiten, ne? Jetzt hatten wir die Schrauben nicht außen, sondern jeweils nur innen drinne. I'm a weary pirate and my heart is made of dust and grain and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins on my worst. So, dann laufen die wieder frei. Und hier bei der Platte, es hat hier 2 Löchlein, die kommen in die Richtung, wo ihr hinten diesen Noppen habt. Ne? Das heißt, vorne schließt es quasi ab, auf den Seiten auch, hier hinten nicht. Und dann können die 4 Schrauben auch wieder rein. Gucken, dass ich das erwische. Upsi. Schraube rein. Treffsicherheit. Und festschrauben. But I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you? So, dann ist das ganze Teil wieder sauber. Jetzt gucken, dass ich wirklich ringsherum da auch nochmal sicherstelle, dass das wirklich alles auch sauber ist. So. Passt. Wunderbar. Perspektive, das nervt mich jetzt gerade wieder. Ich habe das so festgeschraubt, dass das nicht ganz deckend ist. Moment. Kurz noch ein bisschen locker machen. Gucken, dass das hier wirklich schön abschließt. So. Und dann kann das Ganze auch wieder in den Laser eingebaut werden und ist wieder sauber. So. Und dann kann ich das Lasermodul auch schon wieder einbauen. Hinten einfach gucken, dass der Noppen hier hinten reingeht. Und dann kommen hier oben die beiden Schrauben wieder rein. Dann natürlich hier auf der Seite das Kabel wieder und der Schlauch wieder rein. Plus auf der Seite noch der Abstandhalter. So, somit ist alles wieder gereinigt und wenn ihr euch fragt, was mache ich jetzt regelmäßig, ist wirklich hier unten die Linse. Die reinige ich eigentlich eben nach jedem Vorgang
Und dann eben auch das Bett natürlich, weil das ist auch eine Brandgefahr, wenn hier Sachen rumliegen, die hier nicht drin sein sollten. Das heißt, wenn es so Reststücke hat, die durchs Wabengitter durchgefallen sind, das Bett hier unten, das sollte wirklich immer sauber sein. Genau. Jo, das war es eigentlich auch schon mit dem S1 Laser. Somit ist der wieder tiefengereinigt und einsatzbereit und sogar eben die Schienen sind wieder geölt. Kommen wir noch zum dritten meiner kleinen Helferlein und was ich da gemacht habe, ist den Air Assist habe ich kurz rausgenommen. Der ist auch sauber, da könntet ihr auch mit Isopropanol eben hier den noch reinigen, aber da ziemlich stark auch Luft immer durchgeblasen wird, ja, ist dann nicht so sehr die Gefahr, dass der dreckig wird. Das Wabengitter, wie gesagt, das werde ich dann zu Hause mit Ofenreiniger reinigen. Das sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus, aber ich mache es dann gleich im gleichen Zug, wie ich das vom S1 reinige. Die Bodenplatte habe ich auch schon rausgenommen und was ich hier auch jetzt als erstes mache, ist das Ganze kurz auszusaugen oder mit dem Staubsauger kurz ein bisschen sauber zu machen, damit ich das Gröbste raus habe. Und jetzt müssen wir das Ganze wenden. Was ich mache, ne, der Kopf ist immer schön hier auf der Seite. Das heißt, ich wende das Ganze so rum, damit er dann nicht in die andere Richtung irgendwo entgegenknallt. Und hier, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach ein bisschen Malerkrepp nehmen und das hier kurz runterkleben, damit das hier schön bleibt. Jetzt seht ihr hier vielleicht schon einen Unterschied zu dem, was ihr hier habt. Ich habe hier eine Abdeckung, die hatte ich bei Yasando, von Yasando bekommen. Kann man da auch kaufen. Ist natürlich nur Schweiz, aber vielleicht findet ihr das auch sonst irgendwo. Das ging hier darum, dass ich, wenn ich den Air Assist drin habe, ich hier trotzdem eine Abdeckung drauf habe. Weil wenn ihr keinen Air Assist habt, dann ist hier eine Metallplatte drauf und schützt den ganzen Motor quasi. Ja. Und ich wollte halt, dass ich das trotzdem geschützt habe und den Schlauch für den Air Assist hier trotzdem reinmachen kann. Deshalb ist dieses Teil hier drauf und das muss ich kurz rausschrauben. So, dann haben wir das schon mal. Dann können wir hier die Linse reinigen. Auch wieder mit dem Isopropanol und auch wieder vorsichtig. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich habe hier die Messerhaltung habe ich rausgenommen, weil die braucht es echt nicht zum Reinigen. Und was ich hier auch gleich mache, ist die Kamera auch kurz zu reinigen. Geht gleich im gleichen Schritt. Und ja, dann könnt ihr die Teile, wo ihr hier gerade so wunderbar dazu kommt, könnt ihr alle auch reinigen. Den Rest machen wir dann tatsächlich von der anderen Seite. Und hier hinten ist das, wo ich euch die Fotos gezeigt hatte. Das heißt, hier hinten dran ist das Motherboard. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ihr diesen Laser, er ist ja eigentlich fürs Hobby gedacht, wenn ihr den auch so verwendet und jetzt nicht große, riesige Stückzahlen macht, dann behaupte ich, dass hier nicht wirklich groß was dahinter geht. Das heißt, das Ding habe ich für mich selber noch nie gereinigt oder abgedeckt, sondern ich konzentriere mich hier auf den Lüfter. Das heißt, das kann ich hier auch rausdrehen. Und das Ganze so ein bisschen auf die Seite kippen. Achtung, auch hier natürlich das Kabel, dass ihr da nicht dran reißt. Und ihr seht, das ist bei mir eigentlich ziemlich sauber. Ich kann das jetzt aber trotzdem noch kurz raussaugen.
Und dann reinige ich hier natürlich den Lüfter auch oder die Blätter auch mit dem Isopropanol. Hat jetzt natürlich nicht so den Wow-Effekt, wie ihr hättet, wenn ich euch zeigen würde, wie man so einen Laser reinigt, den ich euch in den Fotos gezeigt habe. Aber es ging mir hier auch nicht darum, einen riesen Wow-Effekt zu erzeugen, sondern euch einfach die Teile zu zeigen, die ihr, um das Gerät anständig zu warten, auch regelmäßig reinigen solltet. Und dann können wir uns auch noch um die Rückseite kümmern. Und ihr seht, das war bei mir durchaus nötig, das auch mal wieder zu machen. Und wenn das gerade so schön offen ist, kann ich da innen drin auch kurz mit dem Isopropanol das reinigen. Und bevor ich das dann festschraube, gucke ich natürlich eben, dass das Ganze sich auch verflüchtigen kann zuerst. Und dann haben wir auch noch ein wichtiges Teil. Mal gucken, ob ich das mit der Taschenlampe hinbekomme. Ich hoffe, ihr seht es. Hier hinten hat es einen, quasi wie einen U. Und der ist extrem wichtig, damit der Laser weiß, wo, also dass er auf den Nullpunkt bei der X- und bei der Y-Achse geht. Dasselbe haben wir dann nachher noch, wenn wir das Lasermodul ein bisschen genauer angucken. Und da geht ihr auch mit ein bisschen Isopropanol einfach zwischen diesen Schuh rein und reinigt den auch noch anständig. So. Das war was Wichtiges. Dann schraube ich den hier schon mal wieder rein. Und natürlich die Kabel nach innen auf die Seite. Das heißt, die gehen jetzt so weg. Und dann die 4 Schrauben wieder rein. Und jetzt, wo wir gerade so hier sind und diese Schiene auch wunderbar sehen, hier könntet ihr das eben auch, also die läuft bei mir noch ziemlich gut, von dem her werde ich die jetzt nicht fetten. Da könntet ihr die auch abputzen und dann hier von diesem Peng Sheng, das dabei war, ein ganz kleines bisschen, wirklich nicht viel, auf diese Schiene auf der einen Seite geben, auf der anderen Seite und den Laser hier so, Laserkopfen da mal hin und her schieben, damit sich das dann wieder schön verteilt. Na, dafür ist das Ding da. Wenn ihr hier hinten mehr machen müsst und da wirklich mal das Ganze sauber reinigen, weil ihr den sehr stark in Gebrauch habt, dann guckt euch auf jeden Fall die Videos an von Xtool auf ihrer Seite. Da findet ihr dann die ganzen Angaben, wo welche Schrauben ihr da rausnehmen wollt. Für mich macht das keinen Sinn, weil eben der ist bei mir nicht so stark im Gebrauch, dass ich da hinten jetzt irgendetwas sammeln könnte. So, das heißt, hier haben wir jetzt alles gereinigt, aber da muss jetzt natürlich die Abdeckung wieder drauf. Das heißt, von der Seite wäre es das mal für mich. Gebe den Kopf wieder hier auf die Seite, damit ich das Ganze wieder umdrehen kann. Dann drehe ich das Ganze noch kurz auf die Seite, damit ich das hier auch kurz abschrauben kann. Na, dann können wir das hier auch kurz reinigen. Geht, glaube ich, auch am einfachsten, wenn ihr dann Wattestäbchen nehmt. Und dann können wir auch das hier gleich reinigen. Hier sammelt sich natürlich relativ schnell Material, weil das hinten auch die Ablüftung ist.
won't you come and sit by. Und wenn sich das Isopropanol verflüchtigt hat, können wir das auch wieder anschrauben. Don't you want a man who fully understands, a sailor's heart, a sailor's heart. So, dann ist auch das gereinigt. Und dann können wir das hier wieder wegnehmen und da wieder reingucken. Und hier habt ihr eben auch den zweiten Teil der Führungsschiene, den ihr dann entsprechend, wenn er nicht mehr so gut läuft, ölen könnt. Und die innere Führungsschiene, also die seitliche, da müsstet ihr tatsächlich von innen noch mehr rausschrauben, damit ihr da hinkommt. Aber eben dafür weise ich euch auf das Video von Xtool. So, jetzt kümmern wir uns noch hier drum, weil hier haben wir auf den Seiten 4 Schrauben. Ich gehe kurz hin und reinige kurz oben das, was ich jetzt schon sehe, was dreckig ist, damit das schon mal sauer ist. So, und dann geht es darum, eben diese Schrauben hier auf der Seite jeweils zu lösen. So I said, hey, don't you wanna come and run away. Dann kann man auch diese Abdeckung rausnehmen, die natürlich auch gleich reinigen. Dann haben wir das auch gemacht. Von außen hatte ich es ja schon gereinigt. Kann ich hier das, was ich gerade schon sehe, kann ich auch reinigen. Ich hoffe, ihr habt jetzt was gesehen, weiß gar nicht. Ich habe gerade gemerkt, dass es ein bisschen dunkel war. Aber ich habe einfach hier auf den 4 Seiten oder auf den beiden Seiten die 4 Schrauben rausgenommen. Und jetzt haben wir hier den zweiten von diesen quasi Fängern, von diesen U's. Der ist hier. Auch den müssen wir reinigen, weil der ist extrem wichtig. Das sind die Leute, die Probleme haben, dass der Laserkopf nicht mehr komplett hoch geht oder auf den Nullpunkt geht. Das ist meistens mit den Teilen, weil der geht da hinten dann an einen Sensor quasi. Und das hat einen Sensor dran, ne, der da hinten entgegengeht und wenn der quasi nicht anschlägt, sondern hier Dreck ist, dann merkt er nicht mehr, wo der Nullpunkt ist. Das ist der eine. Ich reinige jetzt hier auch kurz gleich schon den Ventilator oder die Blätter vom Ventilator, sagen wir es mal so. Dann gucke ich auch ringsherum, wo kann ich hier schon mal reinigen. So, dann haben wir weitere Schrauben. Und auch hier, damit ihr nicht erschreckt, ne, ihr habt nicht eine verloren, wenn es nur 3 sind, sondern hier vorne hat es keine, sondern es hat wirklich nur 3 Schrauben. Jetzt könnt ihr den rauskippen und auch von der anderen Seite reinigen. Auch hier mit den Kabeln wieder aufpassen. Bin froh, habe ich so viele Wattestäbchen hier. Bei 3 Lasern gleichzeitig reinigen. Braucht es schon einige von diesen Wattestäbchen. Dann war das das. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig, weil wir haben von denen, hat es hier unten dran, ne, genau auf der Höhe, wo jetzt mein quasi Zeigefinger ist, hat es auch noch mal so einen. Den müsst ihr auf jeden Fall reinigen, aber ich will das hier gar nicht zu stark rausnehmen, weil das hängt hier hinten an so einem breiten Kabel. Das heißt, ich hebe das eigentlich nur so ein bisschen an, damit ich hier rankomme. Und das reicht dann für mich eigentlich auch schon. Geht einfach darum, diesen Schuh hier auch zu reinigen, damit der wirklich wieder schön sauber ist und gut funktioniert. Kann ich noch gucken, wo ich sonst gerade noch so rankomme. Aber allzu viel mache ich hier innen drin gar nicht.
Aber jetzt natürlich auch wichtig, lasst zuerst das Isopropanol verflüchtigen und dann erst wieder zusammenschrauben. So, dann kann ich, Moment, was hatten wir? Hier die Schrauben. Das waren die langen. Und jetzt eben hier oben war keine, sondern nur hier, hier und hier. So, dann sitzt das schon mal. Dann könnt ihr eigentlich auch schon die Schrauben angucken. Die sitzt eher hier vorne und hier habe ich einen größeren Abstand. Das heißt, die Platte muss so drauf, dass hier die Ausbuchtung nach vorne guckt. So kann ich das reinlegen und jetzt die kleinen hier auf der Seite auch wieder anschrauben. So, dann sitzt das alles hier und jetzt kann ich quasi noch ringsherum alles so ein bisschen reinigen, damit das auch alles sauber ist. Inklusive natürlich oben der Abdeckung. Und bevor ich die Platte reinschraube, reinige ich natürlich auch die noch kurz. Wie gesagt, das Wackengitter, das werde ich dann zu Hause noch kurz reinigen mit dem Ofenreiniger. Und wenn ihr den Filter, den müsst ihr natürlich auch regelmäßig austauschen. Da seht ihr dann auch von der Verfärbung oben, wenn der voll ist. Ja, aber da verweise ich euch, würde ich sagen, auch auf die Videos von Xtool oder auf die Angaben von Xtool, was sie da anraten, wie häufig man den wechseln muss. Aber ansonsten würde ich sagen, habe ich jetzt wieder einen wunderbar tipptopp sauberen Laser. Und dann ist auch diese Tiefenreinigung hier wieder erledigt. Jo. So, meine Finger freuen sich heute Abend auf eine Maniküre, würde ich sagen. Und ihr seht, der war doch, oder die Laser waren zum Teil doch dreckiger, als ich das dachte. Von dem her lohnt es sich auf jeden Fall, da regelmäßig eben die Oberflächenreinigung zu machen, plus aber dann eben auch, je nachdem wie intensiv ihr euren Laser verwendet und für was ihr den verwendet, dass ihr da auch eine Tiefenreinigung macht. Und die meisten Sachen, Schraubenzieher, die ihr braucht, habt ihr eh bei der Lieferung, waren die dabei. Es hatte einzelne kleinere Schrauben, wo ich froh war. Das war echt ein Set, was nicht teuer war. Hatte ich, glaube ich, mal hier bei uns im Coop einfach, gab es das in der Abteilung, wo es günstige Sachen gab. Und ich finde die super, weil die eben ganz, ganz, ganz klein sind und ja, immer wieder hilfreich sind, wenn ich keinen Schraubenzieher finde, der die Schrauben noch lösen kann, dann ist sowas hilfreich. Und eben Isopropanol da, also ich bin jetzt, das ist eigentlich praktisch leer jetzt für die 3 Laser. Da hatte ich wirklich so ein bisschen Flüssigkeit hier umgegossen, weil es einfacher geht, als mit der großen Flasche zu arbeiten, hier mit so einem kleinen Döschen. Genau. Ihr habt gesehen, bei mir war es jetzt nicht so ein riesen Vorher-Nachher-Effekt, weil ich eben meine Laser doch regelmäßig reinige. Ja, von dem her hoffe ihr seid nicht enttäuscht worden, weil ihr dachtet, ne, ich reinige jetzt so einen richtig schön verdreckten. Aber darum ging es ja nicht. Es ging darum, euch zu zeigen, wie ihr die jeweiligen Laser reinigen könnt. Und eben, wenn euch die Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, noch nicht ausreichen, ihr findet wirklich mehr Informationen auch bei Xtool. Vor allem auch, ne, ich verwende, also die Laser sind ja gemacht für Basteln, also für eher den Hobbybereich, sagen wir es mal so. Und ja, von dem her reicht diese Reinigung eigentlich auch, wenn ihr jetzt trotzdem jemand seid, wo ihr sagt, na, das ist mir egal, dann geht er halt so lange, wie er geht. Ich nutze den tatsächlich auch, um hier wirklich große Stückzahlen zu machen. Dann würde ich euch auf jeden Fall anraten, noch weitere Videos von Xtool zu gucken. Gerade beim M1, wie ihr dann hinten die Abdeckung auch aufmacht. Und ja, vielleicht wäre es dann tatsächlich eine Überlegung wert, auf einen
CO2-Laser, ein P2 zum Beispiel, zu wechseln, wo ihr da besser auch eine größere Stückzahl durchbekommt. Genau, ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass euch das Video gefallen hat. Trotzdem, wenn es ein bisschen trockenes Thema war. Und ja, dass ich euch bei einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Don't you wanna